Hallo, ich bin Jonas. Willkommen beim Nine Na Tree Podcast. Heute werde ich das Buch zusammenfassen und besprechen. Scheiß auf die Glücksfee. Ich mache das jetzt selbst. Von Claudia Engel ist ein inspirierender Ratgeber, der sich an alle wendet, die ihr Leben aktiv in die eigene Hand nehmen möchten. Das Buch basiert auf dem populären Konzept des Gesetzes der Anziehung und zeigt, wie man mit gezielten Gedanken und Maßnahmen sein Leben positiv verändern kann. Claudia Engel, bekannt als Glückscoachin und Podcasterin, bringt ihre Erfahrungen, Praxisbeispiele und Tipps kompakt und verständlich auf den Punkt. Im Gegensatz zu vielen anderen Lebensratgebern fordert sie die Leser dazu auf, weniger auf eine äußere Glücksfee zu hoffen, sondern die Transformation selbstbestimmt einzuleiten. Dabei nimmt das Buch Einsteiger genauso mit wie Fortgeschrittene, die schon Erfahrung mit Affirmationen, Manifestation und Mindset-Arbeit gesammelt haben. Mit einem lockeren, motivierenden Schreibstil und vielen praxisnahen Empfehlungen erhält der Leser ein Werkzeug, um seine Wünsche konkret und realistisch zu manifestieren, sei es im Bereich Liebe, Beruf, Gesundheit oder persönlicher Weiterentwicklung. Das Werk motiviert nicht nur, sondern liefert auch das nötige Handwerkszeug, um hinderliche Glaubenssätze zu erkennen und loszulassen. Insgesamt ist das Buch ein erfrischendes und modernes Einführungswerk, das den Leser auf seinem individuellen Weg zur Selbstverwirklichung unterstützt. Ich werde Ihnen die wichtigsten Erkenntnisse aus diesem Buch mitteilen. Erstens. Das Gesetz der Anziehung verstehen. Claudia Engel erklärt zu Beginn ausführlich das sogenannte Gesetz der Anziehung und räumt dabei mit zahlreichen Vorurteilen auf. Im Mittelpunkt steht die Überzeugung, dass unsere Gedanken maßgeblich bestimmen, welche Erfahrungen wir im Leben anziehen. Wer sich auf Mangel, Angst oder Zweifel konzentriert, zieht auch entsprechende Ereignisse an. Mit praktischen Beispielen zeigt die Autorin, wie die bewusste Steuerung von Gedanken und Emotionen die Realität beeinflussen kann. Dabei geht sie auch auf wissenschaftliche Hintergründe ein und stellt Übungsstrategien vor, mit denen man lernen kann, das eigene Mindset zu beobachten und zu lenken. Leserinnen und Leser werden dafür sensibilisiert, wie oft sie sich in negativen Gedankenschleifen befinden und wie sie diese bewusst unterbrechen können. Das Buch betont, dass das Gesetz der Anziehung kein Wunderwerkzeug, sondern eine Lebenshaltung ist und dass Manifestation mit Eigenverantwortung und innerer Arbeit verbunden ist. Zweitens. Manifestationstechniken für Anfänger und Fortgeschrittene. Ein zentraler Bestandteil des Buches sind die verschiedenen Manifestationstechniken, die von einfachen Affirmationen bis hin zu fortgeschrittenen Visualisierungen reichen. Claudia Engel teilt ihre Lieblingsmethoden wie zum Beispiel das Journaling, das Vision Board und die bewusste emotionale Einstimmung auf gewünschte Ziele. Sie erklärt, warum es entscheidend ist, nicht nur zu denken, sondern das Ziel auch emotional zu erleben, als wäre es bereits Wirklichkeit. Dazu gibt es zahlreiche Übungen, die motivieren, das Gelernte unmittelbar im Alltag umzusetzen. Die Autorin zeigt auch, woran viele beim Manifestieren scheitern, etwa durch Ungeduld oder zu starke Kontrolle, und gibt Tipps, wie man mit Rückschlägen konstruktiv umgeht. Wer sich bereits eine Praxis aufgebaut hat, erfährt vertiefende Kniffe zur energetischen Ausrichtung und zum Lösen energetischer Blockaden. Drittens. Blockierende Glaubenssätze erkennen und transformieren. Ein weiteres Herzstück des Buches ist die Auseinandersetzung mit tiefsitzenden Glaubenssätzen, die uns oft daran hindern, unseren vollen Manifestationspotenzial zu entfalten. Claudia Engel legt dar, wie diese unbewussten Muster meist aus Kindheit oder Gesellschaft stammen und unser Leben negativ beeinflussen können. Sie bietet Übungen zur Selbstreflexion an, die dabei helfen, limitierende Überzeugungen überhaupt zu identifizieren. Anschließend zeigt sie transformative Methoden, etwa das Umformulieren in positive Glaubenssätze und die ständige Wiederholung derselben, um das Unterbewusstsein nachhaltig umzuprogrammieren. Besonderen Wert legt sie darauf, eine liebevolle und geduldige Haltung sich selbst gegenüber zu entwickeln. Mit Fallbeispielen wird verdeutlicht, wie kleine Veränderungen in der Einstellung große Auswirkungen auf das Leben haben können. Viertens. Eigenverantwortung übernehmen und ins Handeln kommen. Claudia Engel macht deutlich,
Manifestation funktioniert nicht ohne Eigeninitiative und Handeln. Sie ermutigt ihre Leserinnen und Leser, aktiv Schritte auf ihre Ziele zuzugehen, anstatt lediglich passiv zu hoffen. Das Buch räumt mit dem Mythos auf, man müsse nur wünschen und abwarten. Vielmehr verdeutlicht die Autorin, dass jeder Wunsch eine konkrete Handlung und konsequentes Dranbleiben braucht. In zahlreichen Motivationspassagen und Beispielen aus ihrem eigenen Leben lädt sie dazu ein, Mut und Selbstvertrauen zu entwickeln. Praktische To-Do-Listen, Planungsvorschläge und Zeitmanagement-Tipps erleichtern es, den Weg zum Wunschziel in kleine, erreichbare Abschnitte zu untergliedern. Durch die Übernahme von Verantwortung für das eigene Leben wird nachhaltige Veränderung möglich. Schließlich Selbstliebe und Selbstwert als Schlüssel zur Manifestation. Ein ständiges Thema, das sich durch das ganze Buch zieht, ist die Bedeutung von Selbstliebe und Selbstwertgefühl. Claudia Engel zeigt anschaulich, wie wichtig ein liebevoller Umgang mit sich selbst ist, um den Energielevel hochzuhalten und für die Erfüllung der eigenen Wünsche überhaupt empfänglich zu sein. Sie erläutert, warum Selbstzweifel und Selbstkritik eine der größten Hürden beim Manifestieren sind. Das Buch bietet konkrete Ideen und Routinen, wie man positives Selbstbild und Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten stärken kann. Von Meditationen über Dankbarkeitstagebücher bis hin zu kleinen täglichen Ritualen. Leser lernen, sich selbst eine gute Freundin zu werden und erkennen, dass sie selbst die wichtigste Quelle von Glück und Erfüllung sind. Die Autorin macht Mut, alte Muster loszulassen und neue, stärkende Überzeugungen zu etablieren. Zusammenfassend: Scheiß auf die Glücksfee. Ich mache das jetzt selbst, richtet sich an Menschen, die bereit sind, Verantwortung für ihr Leben zu übernehmen und die Kraft des positiven Denkens und gezielter Manifestation nutzen möchten. Das Buch eignet sich sowohl für Einsteiger, die erstmals mit dem Gesetz der Anziehung in Berührung kommen, als auch für Fortgeschrittene, die ihr Wissen vertiefen und festgefahrene Muster überwinden möchten. Besonders profitieren alle, die das Gefühl haben, im Leben festzustecken, die sich nach Veränderung sehnen und offen sind, neue Wege zu gehen. Claudia Engels Ratgeber bietet nicht nur theoretisches Wissen, sondern legt großen Wert auf Umsetzbarkeit im Alltag, damit Manifestieren nicht nur ein Traumbild bleibt, sondern tatsächlich zu sichtbaren Ergebnissen führt. Der motivierende Schreibstil, praxisnahe Übungen und die Vielzahl an Tipps und inspirierenden Beispielen machen das Buch zu einer wertvollen Begleitung für jeden, der seine Ziele erreichen und mehr Lebensfreude finden möchte. Im Vergleich zu anderen Büchern besticht es durch seine direkte, humorvolle Art und den klaren Fokus auf Eigenverantwortung statt Zauberglauben. Wer also nach einem lebensnahen, sympathisch geschriebenen Wegweiser zur Selbstverwirklichung sucht, wird hier fündig. Die Lektüre ist eine lohnende Investition in die eigene persönliche Weiterentwicklung und bietet Inspirationen, die weit über das reine Manifestieren hinausgehen. Dieses Buch zu kaufen bedeutet, einen entscheidenden Schritt zur aktiven Gestaltung des eigenen Lebens zu machen. Wenn Sie unterstützen möchten, Claudia Engel, können Sie das Buch über den Amazon-Link kaufen, den ich in der Podcast-Beschreibung angegeben habe. Lassen Sie mich nach dem Lesen des Buches wissen, was Sie davon halten, und teilen Sie Ihre Gedanken mit. Bis bald.